Für die WBS-Schule habe ich mich eigentlich gar nicht entschieden, sondern ich hatte damals beim DRK angefangen, meine Ausbildung. Und die haben mich dann quasi einfach so in die WBS-Schule reingewürfelt. Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Meine Klasse ist ein Haufen zusammengewürfelter, cooler Leute. Vom Alter her ist alles dabei, jung und alt. Und gerade durch den Altersunterschied komme ich zu einem besseren Lernen in der Klasse. In der Ausbildung zum Altenpfleger werde ich sehr früh an ältere Generationen rangeführt und bekomme somit mit, was eigentlich die älteren Generationen für uns getan haben. Ich freue mich immer wieder, wenn die Bewohner glücklich sind, weil ich ihnen helfe. Wenn sie Probleme haben, zu wem kommen die Bewohner denn? Sie kommen zu uns. Wenn sie Fragen haben, zu wem kommen die Bewohner? Sie kommen zu uns und wir lösen die Fragen. Ich muss offen sein den Menschen gegenüber, ich muss ein offenes Ohr haben, aber auch Trost spenden können. Ich muss einfühlsam sein, ich muss auf die Leute eingehen können. Wir sind nicht nur Schüler auf den Stationen, wir sind nicht nur Pfleger, wir sind im Prinzip die besten Freunde unserer Bewohner. Wenn ich durch die Tür unten hineingehe, dann strahlen mich sofort lächelnde Gesichter an von meinen älteren Bewohnern. Ich glaube, deshalb bin ich Altenpfleger. Ich habe hier auf dieser Schule, auf der WBS-Schule, meine Ausbildung gemacht. 2011 angefangen und 2014 beendet erfolgreich. Und nun bin ich seit ca. 2 Jahren im Pflegebereich tätig als examinierter Altenpfleger. Da ich bei der WBS-Akademie nun auch die Weiterbildung zum Praxisanleiter mache, hatte ich erst gedacht, dass es ziemlich schwierig wird, Schule und Arbeit jetzt wieder gemeinsam. Aber das ist eigentlich nicht so, weil ich muss ja nur mittwochs in die Schule. Und das ist das Gute daran, ich kann trotzdem flexibel weiterarbeiten und mich auf die Schule konzentrieren. Also an den WBS-Schulen gefallen mir besonders die Dozenten. Die sind nämlich ziemlich hilfsbereit und freundlich, natürlich auch diszipliniert, aber sie vermitteln das Wissen halt wirklich sehr konkret und professionell. In der WBS gibt es auch sowohl theoretische als auch praktische Grundlagen, die man sich hier aneignen kann. Zum Beispiel kann man hier auch vor Ort lernen, wie man halt eine Injektion injiziert. Andererseits kann man auch lernen, wie man Gespräche richtig führt, wie man mit welchen Krankheitsbildern richtig umgeht und vor allem die psychologischen Aspekte sind da auch sehr gut getroffen hier. Als Altenpfleger kann man durchaus viele Bildungsmöglichkeiten in Erwägung ziehen. Da wären zum Beispiel die Wundmanager, da spezifiziert man sich wirklich nur auf Wunden und hat dann beste Kenntnisse darüber. Man kann aber auch Praxisanleiter werden, so wie ich das jetzt mache. Da lernt man Auszubildende an in der Praxis und ist verantwortlich für sie und bringt ihnen halt alles bei, was wichtig ist für die Altenpflege. Und bei Weiterbildungen hört es auch durchaus noch gar nicht auf. Ich hatte zum Beispiel vor, nach der Praxisanleiter-Weiterbildung noch etwas als Praxisanleiter zu arbeiten. Und wenn ich genug Berufserfahrung habe, wäre ich auch durchaus bereit, ein Studium zu beginnen als Pflegemanager. Das wäre ein Aspekt. Man könnte auch Pflegewissenschaften studieren und nachdem man diese Studiengänge auch erfolgreich absolviert hat, kann man sogar auch in die Politik gehen und sogar noch etwas in der Pflege verändern. Das wäre auch möglich.